Hello, and a very warm welcome to this year's Baltic Sea Forum. Before we start to dive into our topic of today, we would like to introduce ourselves. We are all students of the study course International Management Studies in the Baltic Sea region. My name is Ulrike Klaas, I'm 20 years old, and I am the project manager of this event. Hello, my name is Tanja Taubert and I'm 20 years old. I'm this year's Deputy Project Manager and I'm also responsible for the speaker relationship. Hi, my name is Jennifer Sophie Löbert and I'm 20 years old. I'm this year's Press and Media Manager and also responsible for the customer relation. My name is Sophie Ngo, I'm 21 years old and I'm this year's Marketing Manager. Hi, my name is Jule Kart, I'm 21 years old and I'm a team member of the content production team. Hello everyone, I'm Michael Nguyen, I'm 20 years old and I'm also a member of the content production team. Hi, my name is Milena Eilers. I am 21 years old and I am part of this year's content production team. Hello everyone, my name is Tulu. I'm 26 years old and I'm responsible for content production. Hello, my name is Patrick Barlow. I am 19 years old and I'm responsible for the technical management for this year's Baltic Sea Forum. So, this is us. Enjoy the videos and stay healthy. We are now looking forward to the opening of the Baltic Sea Forum 2020 and start with the opening speech by the Rector of the University of Applied Sciences Stralsund, Professor Dr. Petra Meyer. Sehr geehrte Referatsleiterin für internationale Beziehungen der Staatskanzlei Charlotte Neuhaus, sehr geehrter Oberbürgermeister Dr. Alexander Badrow, liebe Gäste, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen der Hochschule, liebe internationale Gäste. Im Namen der Hochschule Stralsund darf ich Sie zu unserem 26. Baltic Sea Forum hier in der Hansestadt Stralsund herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und so zahlreich auch in diesem Format teilnehmen. Es wäre viel schöner gewesen, Sie wie gewöhnlich in einem Hörsaal hier auf dem Campus begrüßen zu können. Das Baltic Sea Forum ist inzwischen zu einer festen Größe in unserem Veranstaltungskalender geworden. Dabei gelingt es, dem studentischen Organisationsteam in jedem Jahr aufs Neue wichtige Akzente zu setzen und damit den wirtschaftlichen Beziehungen zu unseren unmittelbaren Nachbarn einen besonderen Stellenwert zu geben. Die Entscheidung, sich innerhalb dieses Forums zu gemeinsamen Themen auszutauschen, die alle Partner im Ostseeraum teilen, liegt auf der Hand. Das Baltic Sea Forum bietet eine Plattform für wichtige Diskussionen zur wirtschaftlichen Entwicklung des Ostseeraums. Mein Dank gilt daher allen Akteuren, darunter Unternehmen, Partner aus Politik und Gesellschaft, kooperierenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Studierenden und natürlich auch dem Hochschulkollegium. Ich begrüße diesen Austausch ausdrücklich, denn er unterstreicht unsere gemeinsamen Bemühungen zur gezielten Internationalisierung der Hochschule Stralsund. Seit 2016 wird dieses Forum behutsam, aber zielstrebig weiterentwickelt. So widmen wir uns in jedem Jahr einem Schwerpunktland im Ostseeraum. Nach Russland, Finnland, Dänemark und Schweden ist die Wahl in diesem Jahr auf unseren Nachbarn Polen gefallen. Das freut mich besonders, weil ich meine Kolleginnen und Kollegen jenseits der Oder als engagierte und herzliche Kooperationspartner kennengelernt habe. Die gegenseitige Wertschätzung erlebe ich seit Jahren, zum Beispiel in unseren Interreg-Projekten. Meine Damen und Herren, die Hochschule Stralsund hat sich in vielerlei Hinsicht auf den Weg gemacht, um ihre internationalen und in diesem Fall europäischen Kontakte zu intensivieren und zu mobilisieren. Die Fakultät für Wirtschaft, speziell der Studiengang International Management Studies in the Baltic Sea Region, hat sich um zahlreiche Kooperationen und das entgegengebrachte Vertrauen unserer Partner verdient gemacht.
Besonders unser Bundesland hat vielfältige und über Jahre gewachsene wirtschaftliche, kulturelle und akademische Beziehungen zum Nachbarland Polen. Unsere Hochschule blickt hierzu auf gemeinsame Projekte, zum Beispiel für gemeinsame Unternehmensbesichtigungen, integrierte Workshops, auf Studierendenaustausch, Praktika im jeweils anderen Land, Exkursionen und aktiven Wissens- und Technologietransfer. Zum Beispiel zur Entwicklung von sauberem Schiffsverkehr auf der Ostsee oder um IT-unterstützte Besucherangebote für Museen, Science Center und kulturellen Einrichtungen. Dem engagierten studentischen Projektteam unter der Leitung der Studentin Ulrike Klaas möchte ich für die Organisation und die Ausrichtung meinen Dank aussprechen, sowie meinem Kollegen Prof. Dr. Jakobsen und meiner Kollegin Stefanie Wenzel für die Moderation und Betreuung der Projektgruppe. Ihnen allen wünsche ich eine informative und persönlich gewinnbringende Veranstaltung. Auch wenn ein Treffen vor Ort dieses Jahr leider nicht möglich ist, gehen Sie nachträglich zum Austausch aufeinander zu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Now we are welcoming Ms. Charlotte Neuhaus. She is the head of department of the Prime Minister of Mecklenburg-Western Pomerania. The interview discusses the question why we should look to the east and why Poland is an important partner for Mecklenburg-Western Pomerania. Zuerst, Frau Neuhaus, könnten Sie sich kurz vorstellen und Ihre Tätigkeit als Referatsleiterin einmal kurz beschreiben? Ja, also mein Name ist Charlotte Neuhaus. Ich leite seit Sommer vergangenen Jahres das Referat für internationale Beziehungen in der Staatskanzlei in Mecklenburg-Vorpommern. Und im Referat internationale Beziehungen geht es bei uns vor allen Dingen um die Pflege unserer bestehenden internationalen Partnerschaften. Also natürlich geht es allgemein um das Thema internationale Zusammenarbeit, aber besonders wichtig ist uns eben der bestehende Austausch in den Regionalpartnerschaften, die wir schon haben. Das sind also feststehende Partnerschaften haben wir mit dem Leningrader Gebiet in Russland, mit Südwestfinnland, in Polen eben mit Pommern und mit Westpommern. Wir haben eine Partnerschaft mit Mecklenburg County in den USA. Und ansonsten pflegen wir auch partnerschaftliche Beziehungen in die Niederlande. Und zu anderen Regionen arbeiten wir auf projektbezogener Basis zusammen. Okay, vielen Dank. Gibt es bestimmte Aspekte, die den Nachbarstaat Polen zu einem wichtigen Partner für Mecklenburg-Vorpommern machen? Ja, Polen ist eigentlich der wichtigste Partner, weil wir mit Polen eine direkte Grenze haben. Und wir sagen eigentlich immer, dass Europa vor allen Dingen in den Grenzregionen gelebt wird. Und die Grenzregion ist nun mal bei uns die Region Vorpommern-Westpommern, also auf Stettin hin orientiert. Das macht Polen natürlich zu unserem wichtigsten Partner. Okay. Und durch die geografische Nähe Polens, was Sie ja auch gerade schon sagten, ist das Land ja besonders wichtig. Und generell spielen grenzübergreifende Zusammenarbeiten eine besondere Rolle. Warum spielt die grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen Polen und Mecklenburg-Vorpommern in der heutigen Zeit so eine wichtige Rolle? Ja, wie ich gerade gesagt habe, also für uns ist eigentlich die Grenzregion das, wo Europa liegt. Und es gibt viele kleine Projekte, die grenzüberschreitend zusammenarbeiten. Es gibt aber auch viele große Projekte. Es gibt den wirtschaftlichen Austausch. Polen ist der zweitwichtigste Außenhandelspartner Mecklenburg-Vorpommerns. Es gibt den grenzübergreifenden Verkehr, den Schienenverkehr, den Personenverkehr. Das alles unterstreicht die Wichtigkeit, die Grenzregion für uns hat. Und was ist das Netzwerk oder die Partnerschaft und warum wurde dieses gegründet? Wenn Sie das Netzwerk Oder-Partnerschaft meinen, die Oder-Partnerschaft, das ist ein informelles, interregionales Netzwerk und da sind verschiedene Grenzen drin. Da sind auf deutscher Seite Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen drin. Auf der polnischen Seite Großpolen, Westpommern, Niederschlesien, Lubuskie. Und diese Grenzregionen treffen sich regelmäßig und schauen, was haben wir für einzelne Projekte
wie können wir an verschiedenen Stellen besser zusammenarbeiten, wie können wir uns besser vernetzen. Da geht es so ein bisschen um die ganze Oder-Region. Das Motto der Oder-Partnerschaft ist Grenzen trennen, die Oder verbindet. Und das Hauptziel ist eben, dass man einen gemeinsamen, kooperierenden, dynamischen Wirtschaftsrahmen aufbaut mit allen seinen Facetten. Okay. Und gibt es auch ähnliche oder gemeinsame Projekte, an denen Mecklenburg-Vorpommern und Polen zukünftig zusammenarbeiten werden? Also diese Oder-Partnerschaft ist ein Netzwerk, das wird bestehen bleiben, und gleichzeitig haben wir ja quasi an unserer Grenze ein eigenes Projekt, wenn man so will. Das ist die Metropolregion Stettin, die Schaffung oder die Belebung dieser Metropolregion Stettin. Und da wurde im letzten Jahr eine gemeinsame Vereinbarung unterzeichnet zwischen Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Stettin, dass man eben eine gemeinsame Geschäftsstelle einrichtet. Diese Geschäftsstelle sitzt in Anklam und hat im vergangenen Sommer ihre Arbeit aufgenommen und soll auch dazu beitragen, eben den Grenzraum besser zu verflechten. Ob das auf kultureller, auf wirtschaftlicher, Verkehrsebene ist, da ist die Geschäftsstelle eben Ansprechpartner für alle Sorgen, Nöte, Belange, die in dieser Region auftauchen. Okay. Und 2008 fanden die deutsch-polnischen Medientage zum ersten Mal statt. Seitdem findet das Event ja jährlich abwechselnd in Deutschland oder Polen statt. Was wird den Teilnehmern bei den Medientagen angeboten? Also die deutsch-polnischen Medientage sind eine Medienkonferenz, die in erster Linie dazu dient, dass sich Journalisten auf beiden Seiten austauschen können. Und da gibt es verschiedene Diskussionsformate, wo Probleme oder Themen angesprochen und dann eben auch offen diskutiert werden können. Das können Ethikfragen im Journalismus sein, das waren, glaube ich, beim letzten Mal so Themen wie Journalismus in den sozialen Netzwerken oder was ist die Marke Journalist in den sozialen Netzwerken. Das sind natürlich aber auch Themen, wie finde ich zum Beispiel auf der jeweils anderen Seite einen Medienpartner, wie sind die unterschiedlichen Gehaltsstrukturen auch im Journalismus auf beiden Seiten. Das waren jetzt so Beispielthemen aus den vergangenen Jahren. Und dann wird auch immer ein Journalistenpreis verliehen, der besonders gelungene Reportagen, Beiträge aus der Grenzregion würdigt. Okay. Und welche Ziele sollen durch die Medientage insbesondere erreicht werden? Das ist in erster Linie das Ziel der Vernetzung und des Austausches und des gemeinsamen Verständnisses. Manchmal sind ja auch die Probleme, die der Journalismus hat, auf beiden Seiten unterschiedliche. Trotzdem gibt es natürlich immer ein gemeinsames Ziel, das ist Verständigung, Transparenz, und der Austausch darüber ist sehr wichtig. Gerade in den heutigen Zeiten. War Corona, die letzte Konferenz konnte auch nur online stattfinden. Es ist sehr wichtig, dass man da auf allen Seiten im gemeinsamen Austausch bleibt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer die unterschiedliche politische Lage. Ja. Da Sie Corona gerade schon angesprochen haben, hinsichtlich der aktuellen Lage, wie hat sich denn der Arbeitsalltag durch die Pandemie für Sie dort verändert? Ja, ich denke, das ist wie überall. Wir sind in erster Linie sehr auf das Digitale natürlich zurückgeworfen. Die gemeinsamen Projekte, der gemeinsame Austausch vor Ort ist im Moment leider nicht möglich. Es gab in diesem Jahr natürlich eine Vielzahl von Projekten auf der Staatskanzlei, die wir absagen mussten, beziehungsweise halt nicht durchführen konnten. Wir hatten eine große gemeinsame Wirtschaftsdelegationsreise nach Danzig zum Beispiel geplant im Herbst, die nicht stattfinden konnte, die nach Möglichkeit im nächsten Jahr stattfinden soll. Und wir versuchen, was den Austausch angeht, natürlich auch die digitalen Formate, auch Videokonferenzen, auch Telefonschaltkonferenzen umzustellen. Und natürlich ist der Alltag sehr vom Thema Krise geprägt. Also es gibt verschiedene Austauschkanäle, einmal mit unserer Partnerregion Westpommern, wo wir jetzt eine gemeinsame Arbeitsgruppe auch einrichten zum Thema Corona. Dann gibt es natürlich aber auch länderübergreifende Austauschformate der Grenzländer zum Thema, wie gehen wir mit der Pandemie um, was gibt es für Einschränkungen. Im Frühjahr hatten wir die große Herausforderung, dass die Grenze dicht gemacht wurde von Seiten der polnischen Seite. Das hatte natürlich massive Auswirkungen auf den Pendlerverkehr auf beiden Seiten, auf den Warenverkehr. Es gab dann eine ganze Reihe von Ausnahmen, die für diese verschiedenen
die für die verschiedenen Bedürfnisse dann ausgestaltet worden sind. Das betraf ja auch Schüler und Studenten, es betraf Familienbesuche, alles das musste geregelt werden. Es ist jetzt etwas einfacher, die Grenze ist Gott sei Dank weiterhin offen, aber natürlich gibt es auf beiden Seiten Regelungen, die müssen beachtet werden und die treffen auch nicht immer überall auf Verständnis, sodass es uns da auch ganz wichtig ist, dass wir immer im gemeinsamen Dialog bleiben und immer für die andere Seite Verständnis haben, weil natürlich werden unterschiedliche Maßnahmen betroffen auf beiden Seiten. In welchen Branchen arbeitet Mecklenburg-Vorpommern besonders eng mit Polen zusammen? Also was den Außenhandel angeht, ist es besonders das metallverarbeitende Gewerbe, aber auch im Bereich der Landwirtschaft, Fleisch- und Wurstwaren, Ölfrüchte sind wichtige Exportgüter. Ansonsten gibt es eine große Zusammenarbeit in den Bereichen Landwirtschaft, Umweltschutz, erneuerbare Energien. Ein zunehmendes Thema in unseren Gesprächen ist auch das Thema Migration. Also wie gehen wir mit dem Thema Zuwanderung um? Wo gibt es Best-Practice-Beispiele? Was können wir von den jeweils anderen lernen dabei? Das sind so gerade die Themen, wo wir im Gespräch sind. Beim Thema erneuerbare Energien wird zum Beispiel die Wasserstofftechnologie eine größere Rolle spielen. Mecklenburg-Vorpommern ist da sehr bemüht auf dem Gebiet und wir erhalten immer mehr Anfragen von der polnischen Seite, die eben auch an dem Thema interessiert sind, an einem Erfahrungsaustausch und dem Aufbau eines Netzwerkes. Okay, vielen Dank. In welchen Bereichen soll zukünftig noch kooperiert werden? Ja, ich denke, es ist wichtig, dass wir das, was im Moment besteht, weiterführen, gerade beim Thema erneuerbare Energien, gerade auch beim Zukunftsthema Wasserstoff, Landwirtschaft, Umweltschutz wird weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Also es gibt ja auch immer wieder etwas kritische Themen. Es gibt den Schutzzaun, der an der polnischen Grenze errichtet wurde, auf unserer Seite gegen die afrikanische Schweinepest zum Abhalten der Wildschweine. Und es ist so immer wichtig, bei diesen Themen zusammen im Dialog zu bleiben. Okay. Ist Mecklenburg-Vorpommern durch die polnisch-deutsche Vergangenheit stark geprägt worden? Ja, natürlich. Ich denke, das lässt sich ja übergreifend sagen für alle, ganz besonders für die Grenzregionen. Und uns ist es eben wichtig, dass man gut zusammenarbeitet und gleichzeitig aber auch eine gemeinsame Erinnerungskultur hat. Wie würden Sie die jetzige Verbindung zu Polen beschreiben? Auf der Arbeitsebene, also insbesondere in unserer Partnerregion, arbeiten wir sehr vertrauensvoll und seit vielen Jahren sehr, sehr gut zusammen. Es ist natürlich etwas anderes. Wir machen als Mecklenburg-Vorpommern ja keine Außenpolitik. Wir pflegen unsere partnerschaftlichen Beziehungen zu unseren Partnerregionen. Natürlich gibt es, wenn man Polen insgesamt betrachtet, einige Punkte, die Anlass zur Sorge bereiten. Das spielt aber in unserem Verhältnis zur Grenzregion, zu unserer Partnerregion keine Rolle. Hier pflegen wir einen sehr offenen Dialog und wie gesagt, eine sehr partnerschaftliche Zusammenarbeit, auch in Krisensituationen wie der jetzt. Okay. Und was würden Sie sich da für die Zukunft noch wünschen? Ich würde mir eigentlich wünschen, dass der Austausch noch selbstverständlicher wird. Ich würde mir wünschen, dass auch das Thema Erwerb der Nachbarsprache auf beiden Seiten noch vertieft wird, dass es für uns selbstverständlicher wird, Polnisch zu sprechen und für die Polen selbstverständlicher wird, Deutsch zu sprechen. Das ist eine Sache, die ich mir sehr wünschen würde. Ansonsten finde ich, haben wir schon eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit in den Grenzregionen und ich würde mir wünschen, dass das aufrechterhalten wird und dass nicht einzelne Staaten wieder in nationalistisches Denken zurückfallen, sondern dass man den europäischen Gedanken weiterhin pflegt. Und Danzig und Stettin sind regionale Partnerschaften von Mecklenburg-Vorpommern. Warum sind Ihrer Meinung nach diese beiden Städte gute Partner für MV? Wir sind nicht direkt mit den Städten verpartnert, sondern mit den Regionen um die Städte. Das ist einmal in Danzig die Region Pommern und um Stettin die Region Westpommern. Und klar, Westpommern ist unser direkter Nachbar. Dafür das ist eben die angesprochene Zusammenarbeit im Grenzgebiet.
und die Region um Danzig. Danzig ist schon seit jeher als Handelsmetropole eine ganz interessante, dynamische Region, wo der Austausch mit uns, also für uns sehr wertvoll ist. Okay. Können Sie ein Projekt nennen, welches zwischen Mecklenburg-Vorpommern und den Partnerregionen erfolgreich abgeschlossen wurde? Also wenn wir nach Stettin gucken, ist es da zum Beispiel die Etablierung des Hauses der Wirtschaft. Das wurde durch die IHK Neubrandenburg initiiert, und das Haus der Wirtschaft in Stettin bildet halt eine Plattform und eine Beratungsstelle auch für die Unternehmen in der Region auf beiden Seiten. Das läuft sehr erfolgreich. Das läuft so erfolgreich, dass mittlerweile auch der Unternehmerverband Vorpommern eine Geschäftsstelle dort eröffnet hat. Und das ist ganz wichtig für die wirtschaftlichen Verflechtungen. Was den Raum um Danzig angeht, kann man vielleicht ein Beispiel anführen. Es hat sich sehr etabliert ein internationaler Fachaustausch zum Thema Sicherheit. Das wurde im Jahr 2001 angestoßen durch das Landeskriminalamt in Mecklenburg-Vorpommern und die Deutsch-Polnische Gesellschaft. Und daraus hervorgegangen ist eigentlich die einzig regelmäßig stattfindende Konferenz zu Sicherheitsthemen. Die Federführung haben Mecklenburg-Vorpommern und eben die Polizei in der Woiwodschaft Danzig. Das sind die sogenannten Danziger Gespräche, die finden regelmäßig statt. Es geht um Themen wie organisierte Kriminalität, auch die Zusammenarbeit der Polizeien in der Grenzregion, und das hat sich sehr erfolgreich etabliert. Und abschließend gelangen wir zu der ursprünglichen Frage des Interviews. Warum sollten wir Ihrer Meinung nach Osten blicken? Ich glaube, es geht gar nicht so sehr um den Blick nach Osten oder Norden, Süden oder Westen, sondern um den europäischen Gedanken. Und wie gesagt, Europa ist auch ein Europa der Grenzregion, und unser direkter Nachbar ist da einfach Polen. Deswegen blicken wir dahin, deswegen blicken wir in diesem Fall nach Osten, da verläuft unsere Grenze. Und es ist, denke ich, insgesamt das Thema der europäischen Zusammenarbeit, gerade in dieser Zeit, gerade in Zeiten von Corona oder Nationalismen, dass wir eben gerade in den Grenzregionen diese Zusammenarbeit und diesen europäischen Gedanken aufwecken. Okay, dann sage ich vielen Dank für Ihre Zeit. Danke, dass Sie unsere Fragen so ausführlich beantwortet haben. Gerne. The last interview for today is with Julia Sulkowska. She is of Polish origin and has worked in Germany for some time. In the following, she will talk about her experience in Germany and explain the differences between the German and Polish working environment. Vielleicht ein bisschen was über dich erst einmal erzählen und dich einmal vorstellen. Also ja klar, also ich bin Julia und ich wohne in Stettin. Das ist in der Nähe von der Grenze mit Deutschland, und ich bin 23 Jahre alt. Ich studiere jetzt am Wochenende Sport, und von Montag bis Freitag studiere ich deutsche Sprache. Ja. Und gefällt dir dein Studium in Polen? Also eigentlich, das ist nichts Besonderes, kann ich sagen. Also ist nicht so schlecht, und ich weiß nicht, ob ich etwas erwarten soll, aber es ist alles okay, kann ich sagen. Nichts Besonderes, und das ist auch nicht so schlimm. Hast du schon mal überlegt, in Deutschland zu studieren? Das habe ich schon. Wenn ich ehrlich sein soll, dann, ich habe am Anfang nach dem Abitur, habe ich mich entschieden, in Deutschland zu studieren. Und ich habe Berlin gewählt. Das war Technische Universität. Und ich war ein Jahr dort. Ich habe Biotechnologie studiert. Okay. Aber Berlin hat mir gar nicht gefallen. Also ich muss sagen, dass das ist nicht die Stadt für mich. Und die Leute dort auch nicht. So viele Leute, verschiedene Leute. Das war einfach nicht die gute Wahl für mich, denke ich. Und wie lange hast du insgesamt schon in Deutschland gelebt? Oh, das ist schon ein bisschen, weil ich war ein Jahr in Berlin, aber jede Wochenende war ich in Stettin. Und 20 Monate dazu habe ich noch in Deutschland gearbeitet, ja. Und das sind 20 Monate, also schon
mehr als 2 Jahren. Und wo hast du da gearbeitet? Also im Hotel. Das war Dünenberg Hotel in Dierhagen. Ich war die Kellnerin und ja, immer als Kellnerin im Servicekraft, so heißt das. Würdest du in der Zukunft nochmal nach Deutschland kommen, um zu arbeiten, oder kannst du dir das eher nicht vorstellen? Also ich denke schon. Also vielleicht ist es so, dass natürlich würde ich lieber hier bleiben, zu Hause, aber wenn es um Lebensqualität geht, dann denke ich, dass das vielleicht mehr rational wäre für mich, wenn ich in Deutschland arbeiten würde. Aber das noch mal gucken. Ich weiß nicht, jetzt denke ich so, aber später mal gucken. Und in der Zeit, wo du in Deutschland gelebt hast, was hast du da am meisten vermisst aus Polen? Die Familie und meine Freunde, und manchmal auch die Sprache, weil du kannst nicht immer, also ich kann nicht, ich schaffe das noch nicht, alles so gut ausdrücken wie in meiner Sprache, und ich denke, das nur das, weil alles anderes war ganz, ganz gut, auch in Deutschland. War es schwierig für dich, die deutsche Sprache zu lernen? Also nicht so schwierig, also man braucht natürlich ein bisschen Zeit, diese Sprache zu lernen, aber wenn man das will, dann schafft man das natürlich. Aber viele junge Leute möchten in Polen deutsche Sprache nicht lernen. Aber das ist so wie mit anderen Sprachen. Wenn du das lernst und du gibst dir ein bisschen Zeit, dann schaffst du das. Aber was noch wichtig ist, dass das, was du in der Schule lernst, und dann kommst du zum Beispiel nach Deutschland und dort triffst du Leute, für den diese Sprache eine Muttersprache ist. Das ist ein bisschen anderes schon. Also du lernst in der Schule deutsche Sprache, dann kommst du nach Deutschland und du siehst, dass du schaffst noch nicht alles, du verstehst nicht alles. Aber ich denke, dass es geht um diese Art, wie die Leute sprechen. Man muss sich daran gewöhnen. Also hast du in der Schule schon Deutsch gelernt oder erst als du nach Deutschland gegangen bist? Nein, in der Schule habe ich gelernt, ja. Okay. Und was kannst du so für Unterschiede zwischen den Menschen in Polen und in Deutschland feststellen? Also, was ich denke, das ist auch nicht, also ich möchte nicht, dass ich jemanden verletze oder so etwas, und ich bin auch bewusst, dass das nicht so überall ist und das betrifft nicht alle Leute in Deutschland. Und das sind einfach meine Erfahrungen dort, wo ich war und was ich erlebt habe. Vielleicht deswegen kann ich so antworten. Und das ist auch nicht so immer, also musste ich schon von Anfang an sagen. Aber was ich vielleicht bemerkt habe, ist, dass viele Stereotype, die schon früher waren, also das ist nicht so aktuell, kann ich sagen. Und was stimmt, ist, dass Leute in Deutschland sehr ordentlich sind. Also sie mögen die Ordnung und so weiter. Und das sieht man, das bemerkt man schon, wenn man nach Deutschland fährt. Und bei uns ist das noch so unterschiedlich, kann ich sagen. Was noch sehr wichtig ist, dass das kann ein bisschen so ein Nachteil sein, dass Männer in Deutschland nicht so viel Respekt für die Frauen haben. Also ich meine diese Kleinigkeiten, wie zum Beispiel bei uns, das ist ganz normal, dass man die Tür öffnet oder wenn die Frau steht und der Mann sitzt, dann steht man und er schlägt diesen Platz für die Frau vor. Was noch ist, dass ist auch aus diese Erfahrungen aus der Arbeit, manchmal ist es so, dass
die Leute hier, ich konnte nicht immer Vertrauen haben. Bei uns, wenn uns etwas nicht passt, dann wir haben so ein Temperament, dass man das sagt. Und hier war auch sehr oft so, dass die Leute lächeln, sind sehr freundlich, aber dann gehen, wenn sie dich nicht sehen, dann gehen sie zum anderen und sie beklagen sich. Zum Beispiel, dass ich etwas mache oder nicht mache und so weiter. Und noch ein großer Unterschied ist, dass auch, was ich in der Arbeit bemerkt habe, in Deutschland muss man immer den Eindruck machen, dass du arbeitest. Auch wenn es nicht zu tun ist, wenn alles schon sauber fertig ist. Nein, du musst den Eindruck machen, dass du arbeitest, ja. Und ich überlege, ob noch ich etwas geschrieben habe, aber ich denke, dass das sind, noch vielleicht der Unterschied ist, dass es auch schon aus persönliches Leben, dass wenn wir uns zum Beispiel irgendwo treffen, dann sieht das bei uns so aus, dass wir diese Gastfreundschaft haben, so eine sehr große, dass wenn jemand zu uns kommt, dann wir fragen nicht, ob du etwas zum Trinken möchtest, sondern wir stellen alles schon auf den Tisch. Hier, bitte etwas zum Essen, zum Trinken. Und in Deutschland habe ich das sehr selten überlegt, dass zum Beispiel jemand mich nach dem Essen gefragt hat, ob ich zum Beispiel hungrig bin oder so etwas. Natürlich auch, wenn ich keinen Hunger habe. Aber bei uns ist das einfach, geht automatisch. Ja. Und hier sehr selten und man fragt meistens, möchtest du vielleicht Wasser trinken? Und ja. Ja, so denke ich. Und noch aus dem Leben an der Uni, was für einen großen Unterschied ich bemerkt habe, aber das hat schon uns die Lehrerin in der Schule gesagt, dass wenn wir zum Beispiel in der Zukunft in Deutschland studieren werden, dort darf man auf keinen Fall spicken, so sagt man, ja? Ja, genau. Das darf man nicht, das geht nicht, das akzeptieren andere, auch junge Leute nicht. Und bei uns sieht es ganz anders aus. Also natürlich die Lehrer akzeptieren das nicht, aber junge Leute, wir helfen uns miteinander, so wie das möglich ist, ja. Ja, und ich denke, dass diese größten Unterschiede sind. Noch vielleicht eine Sache ist, dass ich war auch sehr überrascht, dass nicht so viele junge Leute in Deutschland machen Abitur. Also sehr oft machen sie diese Realschule, Hauptschule und Realschule, ja, genau. Ja, genau. Und nach dem Gymnasium darf man Abitur machen. Und bei uns ist es so, dass man soll dieses Abitur haben und das zeugt auch von dem Mensch. Aber ich weiß nicht, ob das eigentlich gut ist. Also ich bin auch der Meinung, dass nicht jeder soll oder muss dieses Abitur haben, aber ja. In Deutschland machen ja auch viele dann direkt eine Ausbildung. Ist das in Polen auch so, dass man in einem Betrieb dann was lernt oder ist das eher selten? Also das ist jetzt selten, muss ich sagen. Also jetzt viele junge Leute mussten studieren. Es war schon früher war es so, aber jetzt konzentrieren sich viele Leute auf Studium. Und gibt es in Polen auch viele Vorurteile gegenüber Deutschland? Also was ihr denkt, was in Deutschland so los ist? Also ja, natürlich. Und ich weiß, dass auch so, dass deutsche Leute über polnische Leute viele Stereotype haben und so weiter. Das habe ich auch sehr oft erlebt, ja, in Deutschland. Und ganz viele also alles hängt von den Menschen ab. Das muss ich sagen, dass es ist nicht so, dass alle so sich benehmen und das nur Deutschland betrifft und Polen nicht. Und also es sind ganz viele Stereotype, aber nicht. Also ich weiß nicht, ob eigentlich man kann nicht sagen, dass das so überall aussieht. Und kannst du welche nennen, also was so typisch ist in Polen, was man über Deutschland denkt?
Also natürlich Arbeit, schneller. Das sagen auch Leute, die Deutsch nicht sprechen können. Ordnung muss sein, das auch. Und was noch, dass deutsche Leute viel Bier trinken und viel Fleisch essen, aber bei uns auch, muss ich sagen. Natürlich in Polen trinkt man Wodka, aber wir trinken Leute auch und essen auch Schnitzel und so weiter. Und man sagt auch, dass diese Sprache so aggressiv ist und so weiter. Und auch aus historischen Gründen sagen auch viele Leute, deswegen möchten sie auch nicht Deutsch lernen, dass die deutschen Leute so aggressiv sind und so weiter. Das stimmt natürlich nicht. Das, was ich erlebt habe, was ich bemerkt habe, ist, also Leute haben immer gesagt, dass deutsche Frauen nicht so schön sind und so weiter, dass sie nicht so schön aussehen. Und ich habe so viele schöne Frauen, deutsche Frauen gesehen, das ist auch nicht so. Ob ich noch etwas? Ich denke, dass das die wichtigsten Sachen waren. Ja. Und, wurdest du in Deutschland oft auf Vorurteile gegenüber Polen angesprochen? Also, dass Deutsche gesagt haben, in Polen ist das ja immer so und so? Ja, natürlich. Also es waren auch sehr oft haben Leute die Witze gemacht, aber ich habe auch einfach mitgelacht, dass hier kommt die Polin, jetzt bitte vorsichtig sein, sie kann deinen Autoschlüssel klauen oder so etwas, oder dass ich immer in der Arbeit trinke und das war lustig auch für mich. Okay. Ja. Und hast du vor, in nächster Zeit nochmal wieder nach Deutschland zu kommen? Ob ich in der Zukunft noch nach Deutschland kommen möchte? Ja. Also natürlich, ich wollte noch nach Deutschland kommen, also ich wollte auch meine Freunde besuchen, aber so viel ich weiß, jetzt schaffe ich das nicht, die Grenzen, ich weiß nicht, ob sie sicher, die sind wahrscheinlich zu und jetzt muss ich hier warten. Wie hast du denn die Corona-Situation in Polen so mitbekommen? Ist das da sehr schwierig gewesen? Also ich denke, dass diese Situation sehr ähnlich überall aussieht. Und das ist ein großes, schwieriges Thema. Also das ist, ich denke, dass es wirtschaftlicher Zusammenbruch ist, ja. Und aber das sieht ähnlich aus wie in Deutschland. Also ich verstehe nicht, was hier passiert, und ich denke, dass das ist eine schwierige Situation auch für viele Leute. Und es geht auch um diese Leute, die zum Beispiel eigenes Restaurant haben oder so etwas, und das ist auch eine große Katastrophe für diese Leute. Ja, aber also wir versuchen ganz normal zu leben. Natürlich, es sieht immer schlimmer aus, weil jetzt wissen wir nicht, ob wir ab zum Beispiel Samstag, ob sie den ganzen Lockdown machen werden, also dass wir die ganze Zeit zu Hause bleiben sollen. Aber viele Leute möchten das nicht, also sie sind immer mehr bewusst und also sie zwingen uns einfach dazu, dass wir uns so benehmen, dass wir viele Sachen nicht machen dürfen und so weiter, und viele Leute möchten damit kämpfen. Das sieht so aus. Und deine Uni, ist auch alles online jetzt, oder hast du das noch in Präsenz? Jetzt ist alles online. Am Anfang an 2 Wochen musste ich noch an die Uni fahren, aber jetzt haben sie alles online gemacht, weil jetzt ist diese Situation mit Corona immer schlimmer, und auch in Grundschule haben jetzt die Schüler alles online. Okay, ja, dann ist ja ähnlich wie bei uns in Deutschland. Ja, das sieht auch, in der Slowakei sieht das auch so aus. Also ich denke, mein Cousin zum Beispiel studiert in England und Medizin, und er darf auch nicht an der Uni machen. Er muss das auch einfach alles online haben. Okay, dann auf jeden Fall vielen Dank, Julia, für deine Zeit.
Und ich hoffe, dass man nicht verstehen kann, das, was ich gesagt habe, erzählt habe. Ja, das war alles sehr verständlich. Vielen Dank. Ja, sehr gerne.